Ich habe in den letzten 20 Jahren eine Vielzahl von Tötungsdelikten bearbeitet oder mitbearbeitet. Das waren aber immer Fälle, Beziehungstaten oder eskalierende Streitigkeiten. In diesem Fall war es ja total anders, dass ein Familienmitglied die Frau entführt, tötet und verscharrt. Hatte ich vorher so noch nicht erlebt. Ermittler Cäsar und die ermordete Mutter in der Kleingartenanlage. Herzlich willkommen zu Mein Fall. Hessische Ermittlerinnen und Ermittler berichten von ihren außergewöhnlichsten Fällen. So auch Horst Cäsar aus Kassel. Es geht dabei um den Mord an einer 40-jährigen Mutter. Das Wichtigste dabei fehlt allerdings, und zwar die Leiche. Eine verzwickte Situation, aber schließlich führt Horst Cäsar die Suche nach Wiesbaden in eine Schrebergartenanlage. Schon mit 16 Jahren beginnt Horst Cäsar seine Karriere bei der Polizei. Also ich denke heute noch, ich gehe jeden Tag mit einem gewissen Kribbeln noch in Dienst, gerade hier im Kommissariat 11. Man weiß nie, was der Tag bringt. Und ich muss mich wohl richtig entschieden haben, weil inzwischen mein Sohn auch bei der Polizei angefangen hat. Kriminaloberkommissar Cäsar ermittelt im Fall Mehtap Sawaschi, einer 40-jährigen Mutter aus Kassel. Die Tochter der Vermissten hat in den ersten Gesprächen gleich angegeben, dass sie an dem Tag, als ihre Mutter verschwunden ist, mehrere WhatsApp-Nachrichten von ihrem Handy, also vom Handy der Mutter, bekommen hatte. Diese Nachrichten waren in schlechter deutscher Sprache verfasst, obwohl ihre Mutter perfekt Deutsch konnte. Und außerdem ihre Mutter hatte die Angewohnheit, am Ende der Nachrichten immer ein Smiley anzuhängen, und die fehlten auch. Also sie ging fest davon aus, dass ihre Mutter diese Nachrichten nicht verfasst hatte. Ja, man muss sagen, da hat sich zu der Tochter der Vermissten ein sehr enges Verhältnis entwickelt. Also wir haben täglich mehrfach telefoniert oder auch persönlich miteinander gesprochen. Also nach meiner Meinung hat sich ein echtes Vertrauensverhältnis entwickelt. Ich hatte der Tochter immer Mut gemacht und ich hatte ihr leider auch versprochen, dass ich ihre Mutter bestimmt lebend finden würde. Der Fall beginnt im Herbst 2014. Es hatten sich dann 2 Kinder gemeldet, die am Tattag am frühen Morgen auf dem Schulweg beobachten konnten, wie im Bereich der Wohnung der Vermissten eine Frau von einem Mann bedrängt, geschlagen und getreten wurde. Fast zeitgleich hat sich eine Freundin der Vermissten gemeldet. Die Zeugin hat dann in ihrer Vernehmung angegeben, dass ihre Freundin große Angst vor ihrem Bruder hatte, da der mit ihrer Lebensweise nicht einverstanden war. Und sie ja nicht nach seinen Regeln lebte, einen verheirateten Freund hatte und auch sonst eben selbstbestimmt lebte. Die Zeugin, diese Freundin, hatte dann in ihrer Aussage noch erzählt, an dem Wochenende vor dem Verschwinden war sie in der Wohnung ihrer Freundin. Dort war auch der Liebhaber anwesend. Plötzlich war dann der Bruder ihrer Freundin in der Wohnung unangemeldet erschienen. Er hat dann gegen den Willen seiner Schwester diesen Mann aus der Wohnung gewiesen. Und die Zeugin sagte aus, dass also ihre Freundin völlig eingeschüchtert war und man merkte ihr ganz deutlich die große Angst vor ihrem Bruder an. Bei diesem Vorfall hatte sie gegenüber ihrem Bruder dann auch geäußert, sinngemäß, ich habe keinen Bruder mehr. So dass wir nicht davon ausgehen, dass das letztendlich das i-Tüpfelchen war für den Entschluss der Tat, die dann folgte. Ein vom Bruder geliehener Sprinter des Arbeitgebers in Südhessen rückt in den Fokus der Ermittler. Der Kofferraum minutiös gesäubert. Trotzdem finden die Beamten Spuren, DNA der vermissten Mehtap Sawaschi. Ich habe ihn dann selber am Festnahmeort abgeholt, habe ihn dann aufgefordert, er soll mir jetzt sagen, wo wir hinfahren sollen, zum Versteck, damit wir seine Schwester befreien können. Alles andere ließe sich dann noch regeln, es wäre ja gar nicht viel passiert. Er machte auf mich einen absolut kalten und sicheren Eindruck. Er lächelte mich nur an und sagte, suchen Sie meine Schwester.
Ab dem Zeitpunkt war mir eigentlich klar, dass die Frau tot sein muss. Die größte Hürde war zum Ende hin, dass es noch keine Leiche gab. Es war also ganz wichtig, diese Leiche zu finden, um die Beweisführung Richtung eines Tötungsdeliktes zu führen. Eine entscheidende Spur führt zu diesem Parkplatz an der A7 bei Melsungen. Ja, die Handydaten waren absolut wichtig, zumal wir ja davon ausgehen, dass hier in diesem Waldgebiet das Tötungsdelikt durchgeführt wurde. Wir hatten ja anhand der Handydaten festgestellt, dass ca. 30 Minuten beide Handys hier stationär waren und dann nur noch das Handy des Täters weiter in Richtung Süden fuhr, während das Handy des Opfers keine Daten mehr gesendet hat. Außerdem führen die Handydaten des Bruders zu dieser Kleingartenanlage in Wiesbaden. Das Gelände wird abgesucht. Kurz darauf bekommt Horst Cäsar eine Nachricht mit nur einem Wort: gefunden. Natürlich haben wir sofort an die Tochter gedacht. Letztendlich war sie ja durch uns in den Vorgesprächen schon darauf vorbereitet, dass wir ihre Mutter wahrscheinlich nicht lebend finden werden, sodass sie die Nachricht dann einerseits natürlich als dramatisch empfunden hat, aber andererseits auch erleichtert war, dass sie nun Gewissheit hatte, welches Schicksal ihre Mutter erlitten hat. Im Sommer 2015 beginnt der Prozess. Die Tochter der Getöteten sitzt ihrem Onkel nun gegenüber. Das ist schon ein bisschen ein komisches Gefühl, aber ich versuche halt stark zu bleiben für meine Mutter. Ich bin das einfach meiner Mutter schuldig. Ich muss halt für sie kämpfen, sie hat mich so erzogen. Horst Cäsar rekonstruiert den Fall vor Gericht. Also wir zum Abschluss der Ermittlungen sind davon ausgegangen, dass er eben aufgrund der Motivlage planmäßig vorgegangen ist. Er hat sich ein Transportfahrzeug bei seinem Arbeitgeber besorgt, hat eine Schubkarre gekauft. Er ist nach Kassel gefahren, hat seine Schwester mit körperlicher Gewalt gezwungen, in das Fahrzeug zu steigen, ist mit ihr in das Waldgebiet gefahren, hat sie dort vermutlich mit 2 Schüssen getötet, hat dann den gefesselten Leichnam auf die Ladefläche seines Fahrzeugs geladen, ist mit dem Leichnam nach Südhessen in den Kleingarten gefahren, der einem Familienangehörigen gehörte, und hat dort die Leiche vergraben. Trotz der belastenden Beweise, ein Geständnis legt der 50-jährige Südhesse nie ab. Nach dem Abschluss der Ermittlungen sind wir als Motiv davon ausgegangen, dass er als Familienoberhaupt nicht von seiner Schwester respektiert wurde. Er konnte seine Schwester nicht dazu bewegen, sich von ihrem Liebhaber zu trennen, der zudem auch noch verheiratet war. Und dass er sie nicht dazu bewegen konnte, ihre Lebensweise in seinem Sinn zu ändern. Dass er sich als Familienoberhaupt in seiner Ehre gekränkt fühlte und ja, der Meinung war, er müsste handeln. Das Urteil: 1 Jahr nach der Tat, 15 Jahre Haft. Meine Mutter hätte jetzt auch nicht wollen würden, dass ich andauernd nur noch daran hänge und die ganze Zeit nur daran denke. Sie würde wollen, dass ich weiter kämpfe und halt ein gutes Leben noch mehr aufbaue. Ja, ich war, muss ich zugeben, sehr angespannt, obwohl der für mich klaren Beweislage weiß man letztendlich nie, wie die Sache ausgeht. Als das Urteil dann verlesen wurde, lebenslange Freiheitsstrafe wegen Mord, war ich wirklich erleichtert. Es bringt die Frau nicht zurück, aber ich konnte auch das Versprechen gegenüber ihrer Tochter, dass ich die Mutter noch lebend finden werde, nicht einhalten. Aber immerhin konnten wir konnten wir dazu beitragen, dass der Täter der gerechten Strafe zugeführt wird. Dem Tod noch einmal von der Schippe gesprungen. Eine Redensart, die Polizeikommissarin Jennifer Girnus aus Frankfurt relativ häufig hört. Doch plötzlich trifft diese Redensart auch auf sie selbst zu. Sie und ihr Kollege wollten eigentlich nur Pannenhilfe leisten, also ein Auto absichern. Doch plötzlich geraten sie selbst in akute Lebensgefahr. Ich
bin die Jennifer Girnus, ich bin Polizeikommissarin auf dem Polizeirevier in Eschborn. Der Unfall am 15.05. letzten Jahres war für mich ein besonderes Ereignis, weil man immer an den Tag erinnert wird und sich seitdem viel verändert hat in meinem Leben. Polizeikommissarin Jennifer Girnus und die verhängnisvolle Panne. Jennifer Girnus ist seit 5 Jahren bei der Polizei in Eschborn. Vorher war sie im Rettungsdienst. Sie will Menschen helfen. Die Polizeikommissarin liebt die Abwechslung. Doch ein Freitag im Mai 2020 hat Spuren bei ihr hinterlassen. Für mich persönlich muss ich gestehen, das war das einschneidendste Erlebnis, was ich bisher hatte, egal ob polizeilich oder privat. Es beginnt mit einem ganz normalen Einsatz. Jenny, fahr doch mal bitte auf die L3005, Fahrt Richtung Rödelheim. Da steht ein Fahrzeug auf dem Standstreifen, verkehrsbehindernd. Sicher das mal, dass da nichts passiert. Ja. Jennifer Girnus und ihr Kollege fahren los. Keine Hektik, es ist ja nur eine Panne und kein Unfall. Sie fahren Richtung L3005 zwischen Eschborn Süd und Eschborn Ost. Dort angekommen, sichern sie das liegen gebliebene Fahrzeug ab. Sie sprechen mit dem Fahrer und seiner Beifahrerin. Zu diesem Zeitpunkt sitzen beide noch im Auto. Die beiden steigen aus. Jennys Kollege ist dann vorne am Auto, Jenny hinten. Sie will etwas aus dem Kofferraum holen. Ich habe die Tasche in dem Moment rausgeholt und hatte ein ungutes Gefühl gehabt. Manchmal hat man ja so ein Bauchgefühl. Ich hatte ein ungutes Gefühl gehabt und drehe mich in dem Moment rum und sehe schon das Fahrzeug auf uns zufahren. Und dann hat man quasi nur noch geschaltet. Ich habe quasi aufgeschrien oder mich erschreckt. Das hat der Kollege gehört, ist zur Seite gesprungen mit dem Fahrzeugführer. Das Auto kracht ins Pannenfahrzeug. Ich wurde ja umgeschleudert, dann lag ich auf dem Boden, bin aufgestanden, bin um das Fahrzeug rumgerannt, bin zuerst zum Kollegen, habe geguckt, ob es dem gut geht. Dem Fahrer von dem Fahrzeug ging es auch gut. Und dann war mein allernächster Gedanke, oh Gott, die Frau. Habe mich rumgedreht, bin hingelaufen ans Fahrzeug nach vorne und habe die Frau dann unterm Fahrzeug liegen sehen. Und das hat mein Chef dann im Nachhinein gesagt, da habe ich den markerschütterndsten Schrei von mir gegeben am Funk, wo er sofort alles, was an Rettung da war, losgeschickt hat. Also die Frau lag quasi mittig unterm Fahrzeug. Ich konnte in dem Moment schon sehen, dass der Unterkörper verdreht war. Also es muss auf jeden Fall eine schwerwiegende Verletzung, Hüftbruch, Beinbruch, irgendwas muss auf jeden Fall passiert sein. Deswegen habe ich mich dann neben sie in den Dreck gekniet, um so nah wie möglich bei ihr zu sein, um halt überhaupt zu hören, ob sie was sagt und sie zu verstehen. Ich habe mit ihr in dem Moment gesprochen. Sie hat jeden Satz wiederholt. Also war für mich schon davon auszugehen, dass auf jeden Fall eventuell ein Schädelhirntrauma oder dergleichen vorliegt. Weil sie hat immer wieder gefragt, was ist passiert. Ich habe sie erklärt, sie hat wieder gefragt, was ist passiert. Und das ungefähr 10 Minuten, bis der Rettungsdienst dann da war. Jennifer Girnus bleibt die ganze Zeit bei der Frau, handelt ohne nachzudenken. Ich würde sagen, es ist einfach abgespult gewesen. Also es war eine totale Überforderung, weil ich im ersten Moment, wo ich sie da habe liegen sehen, wirklich dachte, dass sie tot ist. Das war mein erster Gedanke, der mir in dem Moment durch den Kopf geschossen ist. Als sie dann geantwortet hat, nachdem ich mit ihr gesprochen habe, war der erste Stein, der mir vom Herzen gefallen ist. Und dann ist einfach nur routiniert alles, was ich im Rettungsdienst gelernt habe, einfach zum Tragen, zur Geltung gekommen. Und ich habe mein Schema quasi abgespielt. Und erst nachdem ich dann drin auf der Dienststelle war, ist mir überhaupt bewusst geworden, was passiert ist. Erst zurück in der Polizeistation wird ihr klar, was passiert ist, weil ein Fahrer kurz abgelenkt war. Man muss ja ehrlich sein, also hätten wir der Kollege nicht den Sprung und nicht den Schritt zur Seite gemacht, dann bin ich ziemlich sicher, dass uns das beide doch erwischt hätte und dass wir den Tag nicht überlebt hätten. Von daher ist man doch dankbar dafür, dass man da 3 Schutzengel auf einmal hatte und dann nochmal nach Hause konnte zu seiner Familie. 3 Menschen gerettet, doch die Frau schwer verletzt. Damit hadert Jennifer Girnus lange. Ich wusste es bis vor wenigen Wochen wusste ich es tatsächlich nicht, ob sie überlebt hatte oder nicht. Mir wurde nur gesagt, dass sie ins künstliche Koma gelegt wurde im Krankenhaus. Als ich dann mitbekommen hatte, dass sie auch wieder normal laufen kann und dass ihr gut geht, ist mir quasi ein Stein vom Herzen gefallen. Da habe ich gesagt, dann hast du doch irgendwo gute Arbeit gemacht dann noch. Mit einem Sprung dem Tod entkommen.
Darüber hat die Polizeikommissarin oft nachgedacht. Man schätzt ein paar Dinge mehr, würde ich sagen. Also so konkret kann ich es jetzt nicht sagen, aber wenn ich es jetzt beschreiben müsste, ich habe danach meine Mutter zum Beispiel mehrmals in den Arm genommen. Meiner Oma sage ich seitdem immer, dass ich sie halt lieb habe am Telefon. Also es sind so Kleinigkeiten, die sich seitdem irgendwie doch eingeschlichen haben. Freitag, der 15. Mai 2020. Der Tag, der das Leben von Polizeikommissarin Jennifer Girnuss verändert hat. Der Tag, den die junge Kommissarin wohl nicht mehr vergessen wird. Es war einer der spektakulärsten Mordfälle in Hessen. Ein 53-jähriger Familienvater wird durch seine eigene Haustüre hindurch erschossen. Der Mann hatte eigentlich keine Feinde und deshalb laufen die Ermittlungen nach dem Täter oder der Täterin erstmal ins Leere. Für die Kommissare Judith Jone und Bernd Fischer beginnt aber gerade deshalb ein Ermittlungsmarathon, den sie bis heute nicht vergessen haben. Man hat ja auch Mitgefühl für diese Leute und es hat einem ja auch wahnsinnig leid getan, was da passiert ist. Und da ist natürlich das Interesse da, diesen Fall definitiv aufzuklären und da auch ein Stück Gerechtigkeit für die Familie zurückzuholen und vor allen Dingen das Wissen, was ist hier passiert und vor allen Dingen, warum. Auf den Tag genau 5 Jahre wird es dauern, bis dieser Fall für Judith Jone und Bernd Fischer abgeschlossen ist. Jahre, in denen sie nie die Hoffnung verlieren, das Rätsel um den erschossenen Familienvater Jürgen V. aufzuklären. Die Kriminalhauptkommissare Judith Jone und Bernd Fischer und die tödlichen Schüsse durch die Haustür. Mein Name ist Bernd Fischer, ich bin 53 Jahre alt, seit 36 Jahren bei der Polizei und seit 20 Jahren bei der Kriminalpolizei in Hanau. Mein Name ist Judith Jone, ich bin 37 Jahre alt und seit 19 Jahren bei der Polizei und jetzt bei der Kriminalpolizei in Hanau. Und wir arbeiten 7 Jahre zusammen. Der Fall vom 7. September 2013 wird beide für immer zusammenschweißen. In Hanau wird Jürgen V. in seinem Haus erschossen. Direkt durch die Haustür. Ich hatte gleich von Anfang an viel mit der Opferfamilie zu tun und da gab es auch direkt eine Verbindung, weil man hat sich schon irgendwie auch ein Stück weit selbst da wiedererkannt, weil es war eben die ganz normale Familie. Das Wohngebiet rund um die Gallienstraße in Hanau. Kurz vor Mitternacht hallen 4 Schüsse durch die Straßen. 3 davon treffen Jürgen V., der gerade die Haustür öffnen will. Die Polizei fahndet sofort nach dem geflüchteten Täter, sichert Spuren. Auch Spürhunde sind im Einsatz. Wir hatten also mit den angesprochenen Sprengstoffspürhunden die Hoffnung, dass wir irgendwo Hülsen oder Geschossteile finden. Leider war überhaupt nichts vorhanden. Bis auf ein Geschoss, das durch das gesamte Haus geflogen ist, hinten im Garten in einem Holzbalken stecken blieb. Das war das einzige an Spur, das wir vor Ort hatten. Ansonsten waren alle Spuren entweder durch den Regen vernichtet oder wurden beseitigt, möglicherweise auch durch den Täter. Sie rekonstruieren den Tathergang. Jürgen V. ist abends vorm Fernseher eingeschlafen. Seine Frau und die 3 Kinder sind bereits im Bett. Der älteste Sohn hatte am späten Abend das Haus verlassen. Dann klingelte es an der Haustür, das haben die Familienmitglieder im Haus noch mitbekommen. Dann ist auch gehört worden, wie das Opfer zur Tür gegangen ist, nach einem Schlüssel suchte. Das wurde auch noch durch das Klirren der Schlüssel noch wahrgenommen. Und dann fielen die Schüsse. Judith Jone und Bernd Fischer stoßen bei ihren Ermittlungen früh auf einen Verdächtigen. Lutz H., den Schwager des Opfers. So, Waffen waren ja auch eingegangen. Wir hatten also als eine der möglichen Motivlagen einen Erbstreit, der seit 2009 andauerte und in dieser Woche wohl zu einem Gerichtstermin hätte führen können oder führen sollen. Und da war klar, dass da wohl eine Streitigkeit zwischen einem Erbe, zwischen dem Schwager des Opfers und dem Täter später gab. Und das war eine Motivlage. Wir wussten auch von dieser Person, den späteren Täter oder Mittäter, dass er bewaffnet ist, dass er über Waffen verfügt, weil er eine große Jagdleidenschaft hatte. Und doch können sie ihm die Tat nicht nachweisen. Seine Lebensgefährtin gibt Lutz H. ein Alibi. Andere Verdächtige gibt es nicht. Die Ermittlungen verlaufen zäh. Wir hatten ja auch verdeckte Maßnahmen laufen, die betreut werden mussten.
kamen aber über die Zeit auch an Punkte, wo einfach Stillstand war im Verfahren, wo auch keine neuen Erkenntnisse mehr da waren. Und da musste man sich auch gegenseitig bei Laune halten, trotzdem weiterzumachen. Es waren also Situationen, wo ich sage, oh, ich weiß gar nicht, ob das ja noch Sinn macht. Und nein, wir müssen hier weitermachen. Und ähnlich ging es ihr dann auch, wo sie sagte, oh, jetzt ist es aber wirklich mal gut. Und dann sage ich, nee, da bleiben wir jetzt dran. Judith Jone und Bernd Fischer geben den Fall nicht auf. Wiederholt fahren sie zum Tatort, dem Wohnhaus in der Gallienstraße. Sprechen mit der Familie, hoffen auf neue Erkenntnisse. Also zu dem Zeitpunkt, als wir begonnen haben zu ermitteln und hier uns die Gegebenheiten angeschaut haben, sind wir auf jeden Fall davon ausgegangen, dass der Täter hier schon mal vorher spioniert haben könnte, weil es ja eine Sackgasse ist und die Fluchtrichtung wird man sich vorher schon angeschaut haben, ja. Ein Verdacht bleibt über die Jahre bestehen, dass Lutz H., der Schwager des Opfers, etwas mit der Tat zu tun haben könnte. 2 verdeckte Ermittler, Erol und Aische, schaffen es über Monate hinweg, Vertrauen zu ihm aufzubauen. Der Erol hat dem Beschuldigten eine Geschichte erzählen können oder bei ihm eine Geschichte platziert, die den Beschuldigten dann veranlasst hat, ihm eine Waffe zu verkaufen. Und wie die Untersuchungen dann ergeben haben, handelte es sich bei dieser Waffe um die Waffe, mit der im September 2013 unser Opfer erschossen wurde. Als wir gehört haben, dass es sich hier tatsächlich um die Waffe handelt, die wir jahrelang gesucht hatten, ist natürlich eine Riesenerleichterung da. Lutz H. wird schließlich festgenommen. Die Ermittler verhören ihn erneut. Auffallend war seine kühle Art, die er an den Tag legte. Er wirkte also extrem cool, trotzdem eloquent, gesprächsfreudig und erzählte uns auch einige Dinge über sein Alibi, nachdem wir ihn natürlich gefragt haben. Bernd Fischer glaubt ihm nicht. Er weiß inzwischen, dass Lutz H.'s Leben auf einer Lüge basiert. Gefälschte Zeugnisse, ein gefakter Doktortitel. Das ist natürlich Umstände, die nicht alltäglich sind, aber darauf hindeutet, dass die Person unheimlich gut Menschen beeindrucken kann, Geschichten erzählen kann. Ohne Geständnis kommt es zum Prozess gegen Lutz H. Parallel laufen die Auswertungen der Spuren weiter. Und dann die spektakuläre Wende. Handydaten ergeben, dass Lutz H.'s Lebensgefährtin Banu D. in der Tatnacht in Hanau war. Sie hatte geschossen, Lutz H. die Waffe organisiert. Also dieser Umstand, dass dann die Lebensgefährtin letzten Endes die Täterin war, die waren schon sehr beeindruckend für mich. Also damit hatte ich nie gerechnet. Lebenslang muss Banu D. wegen Mordes in Haft. Lutz H. wird wegen Beihilfe zu 9 Jahren verurteilt. Den Rechtsstreit ums Erbe, das Motiv der Tat, führt der aus dem Gefängnis heraus weiter. Judith Jone und Bernd Fischer halten auch weiterhin Kontakt zur Familie des Getöteten. Dieser Fall hat mir insbesondere gezeigt, dass sich Hartnäckigkeit auszahlen kann. Dass man auch, wenn man meint, nichts mehr zu finden oder dass man am Ende angekommen ist, sich halt doch lohnt, weiterzumachen. Man fühlt sich auch gut dabei, wenn man den Menschen jetzt eine Antwort geben konnte. Jede Menge verführerischer Kuchen. Da konnte selbst ein Einbrecher in einem Kaffeehaus einfach nicht widerstehen. Er nahm ein paar Bissen und was er nicht ahnte, er hinterließ eine DNA-Spur, die die Ermittler in einem Krümel gefunden haben, in einem Kuchenkrümel. Und so wurde es ein ganz süßer Fall für die Polizistin Liliane Daab. Es gab einen sehr interessanten Fall, da ging es um die DNA-Spurensicherung an Lebensmitteln und da hatten wir einen Spurenträger, nämlich ein Stück Kuchen. Ja, mein Name ist Liliane Daab, ich bin 48 Jahre alt und habe 10 Jahre beim Erkennungsdienst in der Spurensicherung gearbeitet, hatte einen Schwerpunkt DNA-Sachbearbeitung. Liliane Daab und die DNA-Spur am Käsekuchen.
Das Thema DNA, Spurensicherung ist sehr vielseitig und total interessant. Ich habe mich gerne da hineingelesen und Erfahrungen an Tatorten gesammelt, weil mir das unheimlich viel Spaß gemacht hat. Ich brenne dafür immer noch, auch wenn ich dann nicht mehr tätig bin in dem Bereich. In 10 Jahren bei der Spurensicherung bleibt der 48-Jährigen besonders ein Fall in Erinnerung: die DNA-Spur am Käsekuchen. Es gab einen Einbruchdiebstahl in ein Kaffeehaus. Die tataufnehmenden Beamten, die zuerst vor Ort waren, haben dann festgestellt, dass vermutlich der Täter von dem Kuchenstück genascht hatte, das in einer Kühltheke ausgestellt war. Der Kuchen, der muss ja so verlockend gewesen sein für den Täter, dass er nicht drumherum kam, seinen Diebstahl fortzusetzen, sondern sich am Kuchen zu erfreuen und hat dann an dem Kuchen genascht. Und das ist natürlich dann die Besonderheit, die man sich bildlich vorstellt, was dort in dem Moment passiert ist. Mehrere 100 Einbrüche in Ladengeschäfte gibt es pro Jahr im Bereich des Polizeipräsidiums Südhessen. Dieser eine aber ist speziell. 20. Dezember 2015, Darmstadt-Eberstadt, Heidelberger Landstraße 269. Es ist nach 4 Uhr in der Nacht, als der Täter sich vom Hinterhof an das Kaffeehaus heranschleicht. Er hebelt ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes auf, gelangt über die Herrentoilette ins Innere. Er ist auf der Suche nach etwas Wertvollem. Für die Streifenbeamten ist es zunächst scheinbar ein Routineeinsatz, sagt Pressesprecher Sebastian Trappmann. Ja, der damalige Pächter hat natürlich erstmal geguckt, was alles fehlt, ob der Täter Bargeld oder andere Wertgegenstände mitgenommen hat. Gegenüber unseren Kollegen hat er ihnen doch mitgeteilt, dass lediglich eine Spendenbox mit 3 bis 5 Euro, also Kleingeld, fehlt. Auf den ersten Blick hat der Täter kaum Spuren hinterlassen. Mit einer Ausnahme, die dem Fall die entscheidende Wende bringen wird. Der Täter ist gierig, macht sich über die Leckereien aus der Vitrine her und steckt sich gleich mehrere Gabeln Kuchen in den Mund. Wenn was zurückbleibt vom Täter am Tatort, ja, dann ist das natürlich wunderbar, wenn es sich um ein Lebensmittel handelt, wo der Täter von abgebissen hat oder aus der Flasche getrunken hat. Und das war von diesem Kuchenstück natürlich zu erwarten. Es sind diese 3 Kuchenstücke, von denen der Täter probiert: Kirschkuchen, Käse-Mandarinenkuchen und Käsekuchen. Ob Liliane Darb tatsächlich DNA daran finden wird, weiß sie anfangs nicht. Denn die Spurensicherung an Lebensmitteln ist besonders kompliziert. Wir brauchen also ein bestimmtes Stadium, in dem sich der Kuchen befindet, damit man DNA-Spuren daran sichern kann. Denn wenn er tiefgefroren ist und ich mit meinem Wattetupfer versuche, Spuren daran zu sichern, komme ich ja nicht weiter. Und wenn ich den Kuchen nicht tiefgefriere, habe ich dann vielleicht auch eher die Sahne oder den Kuchen an meinem Wattetupfer als die DNA. Am leicht angetauten Kuchen bildet sich Kondenswasser. Diese Flüssigkeit kann Liliane Darb sichern und die entnommenen Spuren zur Auswertung in die Frankfurter Rechtsmedizin senden. Die Untersuchungsergebnisse lagen dann knapp einen Monat später wieder vor und es konnte ein DNA-Profil festgestellt werden, was natürlich Freude ausgelöst hat. Das Ergebnis bedeutet allerdings lediglich, dass die gesicherte Spur am Kuchen auch DNA beinhaltet. Es ist noch nicht der Hinweis, ob es auch die des Täters ist. Zunächst hatten wir ja erstmal nur die Mitteilung, dass es sich um ein DNA-Profil handelt, was recherchiert werden muss in der Datenbank. Und man ist dann natürlich ungeduldig, möchte das so schnell wie möglich wissen. Und tatsächlich, es gibt einen sogenannten Spur-Spur-Treffer. Eine DNA-Spur, die an einem anderen Tatort gesichert wurde, stimmt mit der DNA-Spur am Käsekuchen überein. Nur, wer ist der Täter? 8 Monate nach dem Einbruch im Kaffeehaus kommt für Liliane Darb die Erfolgsmeldung. Im August 2016 kam dann die Mitteilung, dass es in der DNA-Datenbank zu einem weiteren Treffer kam mit unserer DNA-Spur vom Kuchen, aber diesmal mit einer Person. Und das hat natürlich dann auch Freude ausgelöst, denn die Arbeit hat dann letztendlich zum Erfolg geführt.
Der Täter ist ein Serienkleinganove. Durch die Spur am Käsekuchen können seine Straftaten zusammengeführt werden. Aktuell sitzt er eine Haftstrafe ab wegen eines ähnlichen Delikts. Und das war's von uns mit vielen außergewöhnlichen Fällen. Wir verabschieden uns und wünschen Ihnen noch eine schöne Zeit.